Auf dem Weg zur inneren Freiheit. Wie man Ängste überwindet. Clara, seit ich denken kann, träume ich davon, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Doch jedes Mal, wenn ich den ersten Schritt wagen will, fühle ich mich gelähmt. Ich habe eine überwältigende Angst vor dem Scheitern und davor, verurteilt zu werden. Hast du das auch jemals erlebt? Ja, Lukas, ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Es gab Zeiten, in denen ich mich fragte, was, wenn ich nicht gut genug bin? Was, wenn mich die Leute auslachen? Diese negativen Gedanken haben mich lange Zeit zurückgehalten, fast wie unsichtbare Fesseln. Genau das ist es, was mich blockiert. Immer wenn ich versuche, voranzukommen, flüstert mir eine innere Stimme zu, dass ich es nicht schaffe. Wie hast du es geschafft, diese lähmenden Ängste zu überwinden? Der erste entscheidende Schritt war für mich zu erkennen, dass die größten Hindernisse nicht in der Außenwelt liegen, sondern in unserem eigenen Kopf. Es sind die einschränkenden Glaubenssätze. Diese negativen Überzeugungen, die wir als absolute Wahrheiten hinnehmen, ohne sie zu hinterfragen. Als ich anfing, diese Gedanken kritisch zu betrachten, merkte ich, dass sie oft nur Produkte meiner eigenen Ängste waren. Also meinst du, dass wir unsere Realität verändern können, wenn wir diese Glaubenssätze identifizieren und in Frage stellen? Ganz genau. Statt zu denken, ich bin nicht fähig, begann ich zu sagen, ich lerne und wachse jeden Tag. Diese kleine, aber entscheidende Veränderung in meiner Denkweise war ein Wendepunkt. Jedes Mal, wenn ich einen negativen Gedanken durch eine positive Affirmation ersetzte, fühlte ich, wie sich die unsichtbaren Fesseln langsam lockerten. Aber Clara, wie hast du es geschafft, den ersten Schritt zu tun, wenn du von Zweifeln überwältigt warst? Oft fühle ich mich so erdrückt von Unsicherheiten, dass ich selbst einfache Aufgaben aufschiebe. Ich habe gelernt, dass selbst kleine Handlungen einen großen Unterschied machen. Ich fing ganz langsam an, recherchierte, nahm Kontakt zu Fachleuten auf und etablierte kleine tägliche Rituale. Jeden Morgen nahm ich mir ein paar Minuten Zeit, um zu meditieren und positive Affirmationen zu wiederholen, die mein Selbstvertrauen stärkten. Diese kleinen Rituale wurden nach und nach zu Gewohnheiten, die mir halfen, meinen Geist zu stärken. Also war diese tägliche Praxis der Schlüssel zu deiner Transformation? Ja, Beständigkeit ist wirklich das A und O. Ich begann auch, meine Gedanken in einem Notizbuch festzuhalten. Immer wenn ich merkte, dass ich dachte, ich schaffe das nicht, schrieb ich diesen Gedanken auf und formte ihn um in etwas Positives. Zum Beispiel, ich kann aus dieser Erfahrung lernen. Diese Übung half mir, meine Ängste aus einer neuen Perspektive zu sehen, als Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung, statt als unüberwindbare Hürden. Und was ist mit der Angst vor dem Urteil anderer? Jedes Mal, wenn ich über meine Pläne spreche, überkommt mich die Sorge, dass mich kritisieren oder nicht ernst nehmen könnten. Die Angst vor dem Urteil anderer ist eine der größten Herausforderungen. Auch ich machte mir lange Gedanken darüber, was andere von mir denken könnten. Aber ich habe gelernt, dass externe Meinungen genau das sind, nur Meinungen. Sie definieren nicht meinen wahren Wert oder den Erfolg meiner Bemühungen. Als ich anfing, aktiv zu werden, stellte ich fest, dass viele derjenigen, die kritisierten, selbst von Ängsten geplagt waren. Wenn du lernst, dich nicht von diesem äußeren Lärm beirren zu lassen und dich stattdessen auf dein inneres Wachstum konzentrierst, wirst du merken, wie sehr das deine Entwicklung fördert. Bedeutet das also, dass wenn ich lerne, mehr an mich selbst zu glauben, die Kritik anderer an Bedeutung verliert? Genau. Wenn du zum Hauptdarsteller deiner eigenen Geschichte wirst, verlieren die Stimmen der anderen an Gewicht. Wahre Freiheit bedeutet, Verantwortung für dein Schicksal zu übernehmen und bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich erinnere mich an den Moment, als ich trotz zittriger Hände den Mut fand,
einen Berater anzurufen, um mehr über den Markt zu erfahren, in den ich einsteigen wollte. Dieser kleine Schritt hat mir viele Türen geöffnet. Ich schiebe solche Anrufe immer vor mir her, weil allein der Gedanke daran mich extrem nervös macht. Vielleicht, wenn ich mit kleinen Schritten anfange, kann ich diesen lähmenden Zustand überwinden. Das ist der richtige Ansatz, Lukas. Jeder kleine Erfolg zählt. Und mit der Zeit wirst du das nötige Selbstvertrauen entwickeln, um größere Schritte zu wagen. Unterschätze niemals die Kraft kleiner Taten. Wichtig ist, überhaupt anzufangen, auch wenn der erste Schritt unscheinbar erscheint. Aber was, wenn ich Fehler mache? Ich habe so große Angst davor, dass ein einziger Fehler alles ruinieren könnte. Jeder Fehler ist eine wertvolle Lektion, Lukas. Anstatt mich selbst zu verurteilen, lernte ich aus jedem Missgeschick. Fehler definieren nicht, wer wir sind. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Wachstumsprozesses. Ich habe gelernt, dass Scheitern lediglich ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist. Das beruhigt mich ein wenig. Ich dachte immer, dass ein Fehler das Ende bedeuten würde, aber wenn aus jedem Fehler etwas gelernt werden kann, dann hat auch das Scheitern seinen Wert, oder? Genau. Wenn du deine Perspektive änderst und Fehler als Chancen betrachtest, befreist du dich von einem Großteil deiner Ängste. Das Leben wird zu einer Abfolge von Lektionen, und jede einzelne trägt zu deiner persönlichen Entwicklung bei. Clara, erzähl mir, wie hat sich dein Weg verändert, nachdem du diesen ersten Schritt gewagt hast? Ich möchte wirklich verstehen, wie die tägliche Praxis alles in Bewegung setzt. Nachdem ich angefangen habe zu handeln, bemerkte ich allmähliche Veränderungen in meinem Alltag. Zunächst war noch ein Rest an Nervosität da, aber mit jedem gemeisterten Hindernis wurde die Angst weniger lähmend. Mit der Zeit öffneten sich mir immer mehr Möglichkeiten, und ich gewann zunehmend das Selbstvertrauen, größere Herausforderungen anzunehmen. Bedeutet das, dass die Herausforderungen zwar zunehmen, sie aber gleichzeitig leichter zu bewältigen sind? Ganz genau. Wenn du jeden neuen Herausforderungen als Lernchance begegnest, verwandeln sie sich in Stufen, die dich nach oben führen. Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem ich in eine leitende Rolle schlüpfte. Anfangs war die Angst überwältigend, doch als ich den Herausforderungen entgegentrat, lernte ich nicht nur viel über mich selbst, sondern konnte auch andere inspirieren. Diese Erfahrung hat mir viele neue Türen geöffnet und mein Selbstvertrauen nachhaltig gestärkt. Das ist wirklich inspirierend, Clara. Ich glaube, ich muss mich mehr fordern, selbst wenn es nur kleine Schritte sind, wie etwa ein Gespräch mit einem Mentor oder die Teilnahme an einem Workshop. Genau, Lukas. Der erste Schritt ist immer der wichtigste, egal wie klein er erscheint. Und denke daran, es gibt kein Scheitern, sondern nur Lektionen, die uns weiterbringen. Jede neue Erfahrung wird dir mehr Mut verleihen, und die Angst wird immer mehr zu einem vorübergehenden Gefühl. Ich habe mich entschlossen, noch heute damit anzufangen. Ich werde eine Liste mit all meinen Ängsten und den Glaubenssätzen, die mich limitieren, erstellen und sie in positive Affirmationen umwandeln. Außerdem werde ich jeden kleinen Erfolg aufschreiben, damit ich meinen Fortschritt sehen kann, auch wenn er langsam voranschreitet. Das ist eine hervorragende Idee, Lukas. Wenn du deine Gedanken transformierst, verändert sich auch deine Außenwelt. Denke daran, die Macht, dich zu verändern, liegt in deinen Händen. Du bist der Autor deiner eigenen Geschichte und jeder Tag bietet dir eine unbeschriebene Seite, die darauf wartet, von dir gefüllt zu werden. Ich stelle mir bereits vor, wie es sein wird, die Ergebnisse zu sehen. Jedes Mal, wenn ich einen meiner Ängste überwinde und einen kleinen Erfolg feiere, werde ich mich freier fühlen. Diese innere Freiheit scheint der Schlüssel zu einem erfüllten und bedeutungsvollen Leben zu sein, oder? Absolut, Lukas.
Wahre Freiheit liegt nicht in äußeren Erfolgen, sondern in der Fähigkeit, deine eigenen Gedanken zu beherrschen. Wenn du dich von den Fesseln der Angst befreist, öffnet sich dir eine Welt voller Möglichkeiten, deine Träume zu verwirklichen. Wenn ich weiterhin an meiner Denkweise arbeite, jede kleine Errungenschaft feiere und mutig neue Schritte wage, dann hoffe ich, dass ich eines Tages auch andere Menschen inspirieren kann, so wie du es bei mir getan hast. Das wird ganz natürlich geschehen, Lukas. Wenn du nach deinen Werten lebst und dich von negativen Gedanken befreist, wirst du automatisch zu einer Quelle der Inspiration für dein Umfeld. Deine Geschichte wird zu einem lebendigen Beispiel für Überwindung und persönliches Wachstum. Manchmal frage ich mich, ob es Tage geben wird, an denen die Angst wieder Überhand nimmt. Wie soll ich mit Momenten umgehen, in denen alles auseinanderzufallen scheint und alte Muster wiederkehren? Das ist völlig normal, Lukas. Angst kann wieder auftauchen, aber entscheidend ist, wie du darauf reagierst. Wenn du merkst, dass alte Verhaltensmuster zurückkehren, nimm dir einen Moment Zeit, atme tief durch und erinnere dich an all die Male, in denen du bereits erfolgreich warst. Lies deine Notizen, wiederhole deine Affirmationen und erkenne, dass jeder Rückschlag auch eine Chance zum Lernen und Wachsen ist. Ich werde mir vornehmen, täglich meine Fortschritte festzuhalten, damit ich an den schwierigen Tagen sehen kann, wie weit ich bereits gekommen bin. Außerdem werde ich regelmäßig meditieren und reflektieren, um meinen Geist auf diese neuen Gedanken auszurichten. Genau, Lukas. Beständigkeit ist der Schlüssel. Die Veränderung deiner Denkweise geschieht nicht über Nacht, aber mit Geduld und täglicher Übung wirst du erstaunliche Ergebnisse erzielen. Jeder noch so kleine Schritt bringt dich deinem Ziel näher. Danke, Clara, dass du deine Erfahrungen und Weisheiten mit mir teilst. Dieses Gespräch hat mir wirklich neue Perspektiven eröffnet. Heute entscheide ich mich, meinen Ängsten ins Auge zu sehen und mein Leben Schritt für Schritt zu transformieren. Es freut mich sehr, das zu hören, Lukas. Der Weg zur inneren Freiheit ist eine fortlaufende Reise, und jeder überstandene Schritt stärkt dein Selbstvertrauen und bereitet dich auf die nächsten Herausforderungen vor. Ich bin fest davon überzeugt, dass du alles erreichen wirst, was du dir vornimmst. Ab heute verpflichte ich mich, täglich an mir zu arbeiten, meinen inneren Dialog neu zu schreiben und auch kleine Schritte zu gehen, wenn nötig. Ich will den Tag erleben, an dem mich meine Ängste nicht mehr lähmen, sondern zu Antriebskräften werden. Denke immer daran, Lukas. Wahre Veränderung beginnt von innen. Wenn du deine Gedanken änderst, änderst du auch dein Leben. Du hast das volle Potenzial, um deine Träume zu verwirklichen. Vertraue dir selbst und gehe deinen Weg ohne Angst vor Kritik oder Scheitern. Heute beginne ich ein neues Kapitel. Ein Kapitel, in dem ich der Autor meiner eigenen Geschichte bin, in dem jeder Schritt ein Erfolg und jede Herausforderung eine Chance ist. Danke, Clara, dass du mir gezeigt hast, dass wahre Freiheit im Geist beginnt. Ich werde immer an deiner Seite stehen, Lukas. Möge deine Reise von Lernen, Wachstum und vor allem von der Courage begleitet sein, deine Träume zu verfolgen. Feiere jeden kleinen Erfolg und verwandle jedes Hindernis in eine neue Gelegenheit, zu wachsen. Ich bin gespannt, wohin mich diese Reise führen wird und hoffe, dass ich eines Tages auch anderen helfen kann, ihre Ängste zu überwinden, so wie du es bei mir getan hast. Bleib dran, Lukas, und setze deine Überzeugung in Taten um. Der Weg, den du gehst, wird dir Türen öffnen, von denen du heute noch nicht einmal zu träumen wagst. Ab heute werde ich jedes Mal, wenn ich meinen Ängsten begegne, daran denken, dass sie nur flüchtige Schatten sind. Mit jeder neuen Handlung werde ich ein Licht entzünden, das diese Schatten vertreibt und einen Pfad voller unbegrenzter Möglichkeiten offenbart. Das ist der Kern wahrer Freiheit, Lukas.
Möge dein Weg stets von der Kraft der Transformation, dem Wissen um dich selbst und dem unerschütterlichen Willen, voranzukommen, erleuchtet sein. Ich bin so stolz auf dich. Danke, Clara. Heute fühle ich mich stärker und entschlossener als je zuvor, jedes Hindernis in eine Chance zu verwandeln. Ich werde diese Reise als lebendiges Beispiel dafür nutzen, wie Veränderung im Inneren beginnt.